Wir sind Schüler der Ida-Ehre-Schule. Im Auftrag von Geschichte-O-Mat erzählen wir euch heute etwas über die ehemalige Synagoge Rutschbahn in Hamburg. In der jüdischen Gemeinde gibt es etwas namens Klaus. Das ist ein Lehrhaus für religiöse Schriften. Im Jahre 1798 gingen die alten und neuen Klaus zusammen, um eine neue Synagoge im früheren jüdischen Zentrum Hamburgs in der 2. Peterstraße in der Neustadt zu bauen. Diese Synagoge wurde während des großen Brands 1842 zerstört, so dass die Gemeinde zu anderen Lehrräumen ausweichen musste. Das jüdische Zentrum verlagerte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in das Grindelviertel. Deswegen wollte auch die Klaus-Stiftung dorthin ziehen. Sie erwarb ein Grundstück in der Rutschbahn in einem Hinterhof. Der Architekt Sammy Engel wurde mit dem Bau der neuen Synagoge beauftragt. 1905 wurde diese eingeweiht. Sie bot Platz für 120 Männer und 40 Frauen. Das Gebäude hat eine schlichte, klassizistische Fassade und Jugendstil-Ornamente. Schon 1910 erfolgte ein Anbau für einen Lehrsaal mit 60 weiteren Plätzen. Am 9.11.1938 wurden in der Reichspogromnacht die Innenräume der Synagoge zerstört. Die Gemeinde musste untätig zuschauen. Am nächsten Morgen wurden 2 Gemeindemitglieder verhaftet. Einer kam nicht lebend zurück. In der Folgezeit verschwanden viele jüdische Familien. Schon 5 Wochen danach wurde die Gemeinde dazu gezwungen, die Synagoge für 57.000 Reichsmark zu verkaufen. Dieses Geld kriegte die Gemeinde aber nie. Eigentlich sollte die Synagoge zerstört werden, aber durch ein Missverständnis in der Gestapo-Leitstelle wurde sie nie zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1948 wurde die Immobilie von dem britischen Militär gesperrt. 2 Jahre danach klagte die Jewish Trust Corporation. 1955 bekam sie Recht und erhielt die Immobilie. Aber 1956 verkauften sie das Grundstück an die Stadt Hamburg, die wiederum das Grundstück an private Leute verkaufte. Heute ist das Gebäude nicht öffentlich zugänglich, aber am Eingang ist ein Gedenktext zur Geschichte des Ortes angebracht.